und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch helfen, eine eigene Klangvorstellung zu entwickeln fürs Blockflöte-Spielen und dadurch auch euren Klang zu verbessern. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Das ist vielleicht das Schwierigste am Blockflöte-Spielen überhaupt, einen schönen Klang zu fabrizieren. Vielleicht wird aus dem Grund auch oft so ganz schrecklich Blockflöte gespielt, weil jeder einfach reinpusten kann und irgendwie spielt. Aber man kann darauf sehr schön spielen und wir wollen jetzt mal schauen, wie ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie das denn klingen könnte und wie ihr das umsetzen könnt. Dazu braucht ihr zum Beispiel Inspiration, vielleicht Vorbilder und bestimmte Kenntnisse. Wir fangen mit den Kenntnissen mal an. Wenn man Blockflöte spielt, dann spielt man sehr oft alte Musik, also Renaissance, Frühbarock oder hochbarocke Musik. Und in dieser alten Musik spielt man grundsätzlich eher ohne Vibrato, also auf der Blockflöte einen geraden Ton geblasen und setzt Vibrato höchstens ganz gezielt manchmal ein. Das ist auch auf den Streichinstrumenten so in der Barockmusik. Auf Geigen zum Beispiel spielt man also nicht wie später ab dem 19. Jahrhundert mit so einem Dauervibrato, sondern eher mit einem geraden Ton und spielt dann ab und zu ein Vibrato rein. Und das gilt eben auch fürs Blockflöte-Spielen. Das heißt, ihr wisst dann schon mal, im Prinzip sollte ich einen geraden Ton blasen, der natürlich so ein kleines bisschen geformt sein kann, aber eben nicht vibrieren soll mit so einem Dauervibrieren. Ihr könnt euch, wenn ihr Lust habt, auch mal Aufnahmen anhören von Barockmusik. Das muss nicht unbedingt Blockflöte sein, sondern eben Streichinstrumente oder auch Blockflöte. Und dann achtet mal drauf, wann da Vibrato vorkommt und wann der Ton eher ganz gerade und pur ist sozusagen. Dann macht euch mal bewusst, dass euer Klang natürlich ganz direkt auch von eurem Instrument abhängt. Also habt ihr ein Kunststoffinstrument oder ein Holzinstrument, was natürlich schon toll wäre. Und dann kommt es auch nochmal auf die Holzart an. Jede Holzart kann unterschiedlichen Klang fabrizieren. Also ob ihr jetzt ein weiches Buchsbaum habt, wie ich hier, oder vielleicht Grenadille, was sehr hart ist und sehr obertonreich klingt. Da könnt ihr auch noch mal vielleicht verschiedene Flöten ausprobieren und mal hören, wie klingt das unterschiedlich, wenn ihr darauf blast und was passt gut zu euch, beziehungsweise wollt ihr einen runden Ton oder einen sehr scharfen Ton. Da könnt ihr auch noch mal verschiedene Sachen testen. Man kann eine Blockflöte von einer Blockflötenfirma haben, wo die fabrikshergestellt ist eigentlich, oder eben vom Blockflötenbauer, wo viel noch auch Handarbeit ist. Und das macht euch klar, das ergibt unterschiedliche Klänge. Und vielleicht könnt ihr damit auch ein bisschen variieren, dass ihr auch mal eine andere Flöte eben ausprobiert oder sogar anschafft oder mal ausleiht. Dann könnt ihr auch euren eigenen Klang weiterentwickeln oder vielleicht verändern, indem ihr mit anderen Instrumenten zusammenspielt. Natürlich könnt ihr mit anderen Blockflöten zusammenspielen, aber interessant ist es auch mit ganz anderen Instrumenten, zum Beispiel Streichinstrumenten oder Tasteninstrumenten. Und wenn ihr mit mehreren spielt, könnt ihr meistens hören, dass die Blockflöte eine gewisse Wärme und Weichheit in den Gesamtklang bringt. Und dann könnt ihr dieses auch noch bewusster reinbringen in euer Spiel, diese Wärme und diesen warmen Blockflötenklang, der sich eben noch toller hervorhebt mit anderen Instrumenten zusammen. Wenn man das hört, und dann kann man schon mehr in die Richtung auch probieren, seine Töne zu formen. Und daran könnt ihr euch dann auch erinnern, wenn ihr dann wieder zu Hause alleine spielt und versucht, diesen
Effekt des Klanges der Blockflöte wiederherzustellen. Also so rund und warm wie möglich zu blasen. Dann könnt ihr ganz einfach euren eigenen Klang noch verbessern oder überhaupt mal wahrnehmen, wenn ihr euch selbst beim Spielen mal aufnehmt. Also zum Beispiel mit dem Handy und dann versucht zu hören, wie klingen meine Töne. Also sinken die ab? Will ich die vielleicht gerader haben? Wackeln sie vielleicht? Werde ich irgendwo extrem lauter plötzlich oder leiser? Klingt es so, wie ich es mir wünsche? Denn es gibt immer eine Diskrepanz zwischen dem, was wir hören, wenn wir selbst am Spielen sind, und dem, was wir hinterher auf der Aufnahme hören. Und da könnt ihr sehr gut entdecken, ich habe es hier und da noch nicht so, wie ich das klingen haben wollen würde oder wie ich es mal irgendwo gehört habe. Und dann könnt ihr bewusst gegensteuern. Es nochmal spielen, nochmal aufnehmen und mal gut hinhören. Ja, und wenn wir über Klangvorstellung sprechen, dann stellt euch doch mal euren Klang vor, bevor ihr irgendeinen Ton spielt. Also stellt euch wirklich hin und überlegt euch, wie soll der Ton, den ich gleich blasen werde, wie soll der klingen? Soll der rund und voll sein? Soll der scharf klingen? Vielleicht energisch oder ganz zart? Also habt vorher diese Vorstellung. Und auch zum Beispiel, wie lange soll er sein? Ihr könnt euch das zeitlich vorstellen, ihr könnt euch das auch räumlich vorstellen. Das habe ich in einem anderen Video auch schon mal beschrieben, dass man sich wirklich vorstellen kann, der Ton beginnt hier, wo ich ihn in die Flöte blase und ich schicke ihn bis zu einem bestimmten Punkt, zum Beispiel am Ende des Raumes, oder denke mir eine bestimmte Strecke räumlich für den Ton. Dann natürlich, soll er laut sein, soll er leise sein, das hatte ich ja schon erwähnt. Soll er mit Vibrato sein vielleicht? Oder soll er gerade klingen? Soll er ein Messer di voce haben, also dass er so ein bisschen doch zarter anfängt und dann ein bisschen bauchig ist und am Schluss ganz leicht wieder runtergeht? Was riskant ist, weil man mit der Stimmung gut aufpassen muss. Aber all diese Dinge, dass ihr euch die wirklich vorher in eurem inneren Gehör vorstellt und dann spielt. Das hilft auch, euren eigenen Klang zu verbessern und sich den eben erstmal vorzustellen. Ihr könnt darin sogar noch etwas weitergehen und euch überlegen, soll der Ton traurig klingen, fröhlich, und wie kann ich es mit der Artikulation auch noch unterstützen, wie er gleich klingen soll. Dann ist auch eine gute Idee, dass ihr mal mit eurer Blockflöte in andere Räume geht. Also ganz toll ist natürlich, wenn ihr in einer Kirche üben dürft oder mal ab und zu wenigstens spielen dürft. Das ist nämlich Wahnsinn, was das ändert, wenn man diese halligere Akustik hat. Es muss natürlich so sein, dass es nicht zu hallig ist, aber das ergibt ein ganz anderes Spielgefühl, man hört es anders, und wenn man das ein paar Mal machen kann, dann hat man vielleicht auch zu Hause beim Üben im trockener klingenden Raum eine ganz andere Vorstellung, wie der Ton sich entfalten kann und eben viel mehr Raum einnimmt sozusagen. Ja, und natürlich könnt ihr euch, das habe ich ja eingangs auch irgendwo erwähnt, Aufnahmen anhören auf YouTube oder schöne CDs oder im Konzert natürlich, und einfach viel Blockflöte euch anhören, aber auch andere Instrumente. Denn es kann manchmal einen unglaublich schönen Blockflötenton ergeben, wenn ihr versucht, wie eine Barockgeige zu spielen. Das ist, oder wie eine Gambe zum Beispiel, Viola da Gamba. Das kann, gerade wenn ihr jetzt eine tiefere Blockflöte spielt, Tenor zum Beispiel, kann das unglaublich inspirierend sein, sich mal vorzustellen, ich will einen Gambenklang erzeugen. Oder auf einer Sopranblockflöte, wenn ihr frühbarocke Sachen spielt, dass ihr da nicht an die ganzen schrillen Blockflöten denkt, die ganzen schrillen Sopranblockflöten, auf denen man das probiert und spielt, sondern an eine Barockgeige, die eigentlich einen wunderbar warmen Klang hat. Ja, das waren so ein paar Tipps für heute, wie ihr eure Klangvorstellung selbst entwickeln könnt, selbst herausfinden könnt, wie möchte ich denn selbst klingen beim Blockflöte spielen und wie kann ich da hinkommen. Ich hoffe, ihr könnt mit den Tipps viel anfangen.
Ich freue mich über Kommentare unter dem Video und abonniert natürlich meinen Kanal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.